hearts are broken, I am leaving. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sing. Hallelujah. I believe in you. I believe, sing. Through you, I can do anything, yes. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds. Yes, hallelujah. I am living by faith. And all together, nothing is impossible. Hallelujah. Lord, as we now 15 bis 16, lasst uns bitte aufstehen dazu. We are hearing the word of God. This time is only some few verses in Ephesians chapter 5, verse 15 to 16. And we, as we do as a tradition, we stand up to read the word of God. The book of Ephesians was written by Paul. Und Paulus hat damals schon die Zeit als sehr übel gesehen. And Paul saw his time already as a time where there were bad things. It was a bad time. Und deswegen hat er diese Zeilen geschrieben. And that is why he wrote this passage. Er schrieb das, um aufzufordern, klug zu werden. And he wrote this book in order that to encourage us to be wise. Und das ist auch mein Thema heute. Klug sein. And that's my theme today, to be wise. Auch unsere Zeit ist nicht einfach, nicht wahr? Also our time today, we are living in difficult times. Und deswegen ist es so wichtig, einen hohen Maßstab für das Leben zu haben. And that is why we have to have a high standard of life. Und das können wir nicht haben dadurch, dass wir wahnsinnig reich werden. And we cannot have this high standard of life just in getting rich. Sondern dadurch, dass wir Gott unser Leben völlig ausliefern. But we are going to have this standard of life that we are going to give our life to God. Und dass wir Gutes tun da, wo wir Gutes tun können. And that we'll be able to do good where we are able to do good. So komme ich jetzt zum ersten Punkt für die Predigt. So I'm coming to my first point for the sermon today. Ich habe eine Frage. Wer hat von euch ein Bankkonto? Zeigt es mir I want mal. to ask a question. Who has a bank account here among all you? Ja, also alle Erwachsenen. Yeah, I think Good. all the adults here they have a bank. Stellt euch vor, jeder, der ein Bankkonto hat, kriegt jeden Morgen eine Summe von 86.400 € auf sein Konto. Just think about it that, for example, each and every one of us gets up in the morning and we have 86,400 € Wäre das, in nicht, our account. wär das nicht super? Would that not be great? Ich denke, die meisten würden nicht mehr dann hier sitzen. And I think many people will not come again to church. Aber But dieses Geld auf der Bank, diese 86.400 €, da ist eine Regel dran gebunden. but this 86,400 € is there in your bank account with a condition. Und an die Regel musst du dich halten. And on this condition, you must hold on the condition. Und die erste Regel lautet, And the first condition is alles Geld, was du im Laufe des Tages nicht ausgegeben hast, verfällt. all the money that you didn't succeed to give out on on daily basis, the money is going to get missing. It's going to Das wird euch einfach wieder weggenommen. it's going to be taken away. Also ihr könnt das Geld nicht ansparen. It means you cannot save this money. Du kannst kein Haus damit kaufen oder bauen. You cannot build a house with it. You cannot buy a house with it. Du kannst es auch nicht auf ein anderes Konto überweisen. And you will not be able to send it into another account. Du kannst das Geld nicht bunkern, wie wir das so sagen. Yeah, and it means, in other words, you cannot keep this money, store this money somewhere.
sondern du kannst das Geld nur nehmen und ausgeben. In other words, you can only you take this money and you must use it. Oder du gebrauchst das nicht und am Ende des Tages ist es weg. And you don't use this money, and at the end of the day, the money goes away. Die zweite Regel lautet dafür, And the second rule is this. egal was du am Vortag mit diesem vielen Geld gemacht hast, am nächsten Morgen kriegst du wieder 86.400 Euro von der Bank. And another rule is, it doesn't matter what you did with the other, with the first amount of money which was placed in your account, you get every day a new sum. Und niemand wird gucken und du musst keine Rechenschaft darüber abgeben, was du damit machst. And nobody is going to look at you what you did with that money, and you must not give no account on what you did with it. Wäre das nicht super? Would that not be great? Aber da gibt es noch eine Regel. And there is another rule. Ihr wisst ja, Banken sind ja nicht ganz so einfach. And you know, banks are not easy. Der Preis, den die Bank dir zahlt, ist auf unbestimmte Zeit und du weißt nicht, wie lange sie das zahlen. And you know, the third rule is the price that this bank is giving it's just for a particular time, and you don't know when it can be taken, the amount can be taken away. Und es gibt keine Vorwarnung von der Bank, wann sie das wieder wegnehmen. And there is no warning from the bank when it's going to take away the money. Sie können einfach von heute auf morgen diese Spende, die du kriegst, jeden Tag beenden. They can just decide and change their mind, and this amount of money that you are getting every day, they stop it. Dann wachst du nächsten Morgen auf und plötzlich ist kein Geld mehr da. And you get up one morning and there is no money there. Die Frage ist, wie würdest du dich verhalten dann? The question is, how are you going to react? Die Frage ist auch, wie würdest du mit dem Geld umgehen? And the question is, how are you going to go along with the money? Ich denke, die meisten von uns würden sich das kaufen, wonach sie schon lange geguckt haben und meinen, das brauche ich, das möchte ich haben. I think that the many of us are going to buy the things that we have ever wished for, that we want to have. Vielleicht ein tolles Auto, Maybe a nice car, einen neuen Fernseher, a new TV set, eine andere Wohnung. or maybe another house. Wir würden zusehen, dass wir Tag für Tag wirklich alles ausgeben. We will come to the knowledge that we will try that we give this money out. Wäre das nicht schrecklich, wenn wir es nicht ausgeben und auf dem Konto verfällt es? And will it not be sad that we are not going to be able to give out this money, and at the end it's not there? Wir würden auch nicht nur an uns selbst denken. We are not only going to think about ourselves. Wir sind ja großzügig. Wir denken an Leute, die wir lieb haben, die uns wichtig sind, und denen machen wir dann auch ein Geschenk damit. We are going to think about those that we love and those that we want to also share with them. So, ihr denkt, ach, warum erzählt sie denn sowas? And you are maybe asking, why is she telling us such a thing? Nun, diese Überlegungen sind Realität. But these thoughts are reality. Es ist uns nur nicht bewusst. It is for us we are not just conscious about it. Denn die Bank, die uns jeden Tag, Tag für Tag, dieses Geld gibt, das ist das Leben, was du Because hast. the bank that is giving us this money every day, it is the life. Und It's our life. dieses Leben hat einen Namen. And this life has a name. Und der Name ist Zeit. And this name is time. Was ist Zeit? What is time? Wie gehe ich mit Zeit um? How do I go along with time? Wir haben das ja in unserem Text gehört. We have read it in our text. Gott hat die Zeit geschaffen And God created the time, und er hat seine Kinder mit Zeit überschüttet, and then He created the time, and then He gave the time to His children, damit wir etwas damit anfangen können. so we'll be able to start something with it. Und er hat jedem von uns genug Zeit gegeben. And He has given us a lot of time. Wir kennen ja alle das Wort, ich habe keine Zeit. We know this word, I don't have time. Meistens hört man das von denen, die überhaupt nicht arbeiten, At oder times, von Rentnern. at times we're hearing this from those that are not working or from pensioners.
Ich habe keine Zeit. I don't have time. Aber so ist es nicht. Wir haben alle dieselbe Zeit bekommen. But that's not true. All of us have received the same time. Ich habe heute früh schon gesagt, eine Eintagsfliege lebt nur einen Tag. And I said, a one-day fly lives only for one day. Ein Goldhamster, den manchmal die Kinder zu Hause haben, lebt 2 bis 3 Jahre. There's a gold hamster is a type of animal that it lives for 2 to 3 years. Und dann gibt es die Schildkröte. Or the tortoise Ja. that lives 60 bis 100 Jahre leben die. that lives 60 to 100 years. Und der Grönlandwal, also der Wal im Meer, lebt 200 Jahre. And the whale in the sea lives 200 years. Ist das nicht interessant, wie Gott das alles eingerichtet hat? Das Yes. ist nicht Zufall der Natur. Is it not wonderful how God has created things and it's not through accident? Und uns Menschen hat er, wenn alles gut geht, 70 Jahre gegeben oder 80, eventuell auch mehr. Psalm 90 sagt es uns. And for us, man, God has given us to live 70 years and maybe more. Manche werden sogar 100. Some are going to be maybe 100. Alles Lebendige auf dieser Welt bekommt das Maß an Zeit, das man zum Leben braucht. All living creatures in this world, they receive the time, the amount of time that God has given to them. Mit anderen Worten, wenn du morgens aufwachst, With other words, if you get up in the morning, bekommt jeder von uns 86.400 Sekunden. we receive 86,400 seconds every day when Das we get up. kriegst du jeden Tag für dein Leben geschenkt. And you receive this every day as a gift, as a free gift. Und wenn der Tag vorbei ist und wir gehen ins Bett und schlafen, dann Au. ist auch die Zeit vorbei. And when the day is finished and you are going to sleep, then is the time Wir gone. können von der Zeit nichts aufheben. We cannot save this time. Selbst die paar Minuten jetzt zurückdenken, die sind weg. Even the few minutes that just passed away, they are Das gone. ist Vergangenheit. It is future. Du kannst da nichts mehr It's a dran past. ändern. You cannot change anything on it. Die Zeit ist weggelaufen. The time is gone. Und wir können da von der Zeit auch nichts ansparen. And we cannot save this time. We cannot store it. Sondern es ist wichtig, wie leben wir den Tag? It is important, how do we live the day? Ist es ein wertvoller Tag oder ein Tag, der verloren ist? Is it a day full of worthiness or is it a day that has been lost? Ein Tag, den wir genutzt haben? A day that we have used? Du kannst ihm nichts zurückholen. You cannot turn back the time. Was uns gehört, dir und mir, sind nur die 86.400 Sekunden des heutigen Tages. What belongs to us today is just this 86,400 seconds Nicht, for today, nicht mehr und nicht weniger. and not more and not less. Und morgen wird dir wieder diese Zeit zur Verfügung gestellt. And tomorrow we are still going to have a new opportunity of this Genauso 86,000. wie ich das vorhin mit der Bank versuchte zu erklären. And the same as I explained with the bank issue. Aber irgendwann ist alles vorbei. But at a particular time, everything is over. Und die Frage ist, die sich jeder stellen muss, was habe ich mit der Zeit, die Gott mir geschenkt hat, für mein Leben gemacht? And the question that we have to ask ourselves is, what have I done with the time that God gave me? So komme ich zum zweiten Punkt. So I come to the second point. Wir sollen die Zeit auskaufen. We should redeem the time. Klingt ja altmodisch, ne? And that looks like it is an old story. Eigentlich sind wir ja gewohnt, einfach so zu leben. Wir stehen morgens auf, essen was oder auch nicht, gehen zur Arbeit oder auch nicht. We are used to just getting up in the morning. Aber trotzdem, es ist so wichtig, mit der Zeit richtig umzugehen. But it is very important how to go along with the time. Modern sagt man ja heute Zeitmanagement. In the modern term, it says time management Zeitorganisation. or time organization. Das heißt, in einer Zeit bestimmte Sachen fertig zu kriegen. And that means that at a particular time you must achieve something.
Wir stehen alle vor verschiedenen Herausforderungen. All of us are standing in various challenges. Der eine vielleicht durch seinen Beruf, One because of his profession, der andere durch die Familie mit Kindern und Mann oder So- umgekehrt. some other is his Mann, Frau. family and with Der the andere children, mit Schule oder Ausbildung. the other is with the school or the professional training, Oder manche hier mit ehrenamtlichem Engagement. or others are struggling, they have challenges with philanthropic activities, Und dann kommen noch Nachbarn oder andere Leute, für die wir noch sorgen sollen. and then also maybe our neighbors are also coming to our program where we have to care for them, Und das wollen wir alles unter einen Hut bringen. and we want to put everything under control, Und dafür brauchen wir ein gutes Zeitmanagement. and we need a particular time management. Aber wir können sowas auch auf die Spitze treiben, We can at times miss the seal indem wir jede Sekunde vollpacken. when we put every second into practice. Die Abläufe für den Tag, ja, die tun wir hintereinander aufschreiben in unserem Kalender und versuchen sie abzuarbeiten. When we put everything in order and want to really follow up our program. Aber haben wir einmal 5 Minuten Leerlauf, And once we have, for example, a 5-minute loop, dann loop, überlegen wir schon, was können wir jetzt noch erledigen. then we think, oh, what can I solve? Which problem can I solve now? Manche haben ein wahnsinniges Talent damit. And some people, they have a very great talent with it. Und dann sind wir ganz schnell rund um die Uhr in Bewegung. And then we find ourselves in a circle of action. Wir arbeiten ohne Pause. And we are walking without break. Mit irgendwas sind wir immer beschäftigt. Unser Leben ist in Bewegung. And with something we are preoccupied, and our life is always in action. Aber wir wissen, dass das auf Dauer nicht gut gehen wird. And we know that this is not going to happen in the long run, in Selbst the long term. eine Maschine oder ein Auto braucht auch einmal eine Pause. We know that even a car needs a break. Zum Beispiel, du musst durchchecken lassen, du musst neu Benzin reingeben, sonst kannst du nicht fahren damit. We know there is you must put petrol, or you must check the car, Und, or else you cannot ride with it. und genauso ist es mit uns Menschen, wir brauchen eine Pause. And exactly with us, human beings, we need a Weil break. irgendwann ist der Bogen überspannt. And at a particular time, the arrow is going to Wir be. sehen das hier auf dem Bild. We are seeing it on the photo there. Solange wie der Bogen noch die richtige Haltung hat, kannst du den Pfeil schießen und der Pfeil wird das Ziel treffen. When you are seeing the bow, it has when it's still with full energy, then you can pull it. Aber wenn diese Sehne ständig überspannt wird, Yeah, but when you see the rope is being pulled all the time, and then the friction, there's tension there. dann kannst du, weil keine Kraft dahinter mehr ist, dann geht der Pfeil nicht mehr weit. And then there is no power there because the tension has been overpulled. Und so ist es auch bei uns. Körper und Geist verlangen nach einer Pause. And that's how it is with us. Und das, Body needs a break. und das spüren wir sehr deutlich, wenn es soweit ist, oft zu spät. And we are going to discover this at times very late. Und das ist dann die Zeit, wo wir dann von Burnout sprechen. And that's the time where we use the term burnout. Und mit solch einer Diagnose werden wir erstmal aus dem Verkehr geholt. And with such a diagnosis, then we go out of the way. Dann sagen wir, oh, der Burnout, der kam vom Job. And then we are going to say, oh, this burnout is coming from our Oder jobs. kommt von meiner Familie. Or it's coming from my family. Mein Mann, wenn du das wusstest. My man, my husband, if you knew. Oder die Gemeinde, die mich ständig irgendwie braucht. Or the church that needs me constantly. Das ist alles so leicht gesagt. It is very easy to say this. Aber Menschen mit Burnout kämpfen an mehreren Fronten gleichzeitig. Das ist das Problem. But there are many factors that bring human beings to burnout, and they are fighting in various angles.
Als Paulus sagte, kauf die Zeit aus, meinte er nicht, dass wir ständig nur auf Achse sind. As Paul said that we should redeem the time, it did not mean that we should all the time be in action. Ja. Und so komme ich schon zum dritten Punkt. And now I come to the third point. Wir sollen im Umgang mit unserer Zeit weise sein. We have to use our time wisely. Deswegen sage ich nochmal das Bibelwort. Da heißt es, seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. And we go again to our Bible verse that says that, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Also weise bist du oder ich nicht, wenn wir möglichst viel schaffen, sondern To be wise does not mean that we are going to do everything. sondern wenn wir es einfach in einer gewissen inneren Haltung tun. But when we are doing things in an inner attitude. Weise werden wir, wenn wir erkennen, unser Leben ist nicht To selbstverständlich. be wise will bring us to the knowledge that our life is not to be taken for granted. Sondern diese 48.400 Sekunden pro Tag sind ein Geschenk Gottes. And that means that this 86,400 seconds is a gift from God. Psalm 31 sagt, Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. And Psalms 31 verse 15, it says that, Lord, my life, my time is in your hand. Das bedeutet, Gott gibt uns den Atem, dass wir das Leben leben können. That means that God is giving us the time that we'll be able to live our lives. Das wollen wir natürlich gar nicht wahrhaben. We don't want to take this for serious. Wir wollen unser Leben lieber selbst fest im Griff haben. We want to have our life in control. Wir zeigen uns auch gerne stark, wehe jemand sieht, dass ich schwach bin. We always want to show ourselves that we are strong, why we are strong, so others are going to see us that we are strong. Wir gestalten unser Leben. We are going to put our life in order Wir ourselves. sind die Macher. We are the maker. Wir setzen uns die Ziele. We are putting our seal and what we want to Und do. wir arbeiten daran, bis wir es erreicht haben. And we are walking to our seal until we get there. Doch manchmal wird uns auch vor Augen geführt, es ist nicht so selbstverständlich, das Leben. But at times we are going to come to the knowledge that it is not for granted. We take things for granted. Du weißt nicht, ob du morgen wieder aufwachst, You don't know if you are going to sleep and get up tomorrow, the next day, ob du morgen deine Arbeit wieder machen kannst. or that you'll be able to continue your work. Es ist auch nicht selbstverständlich, aus dem Haus zu gehen und abends wieder zurückzukommen. And it is not, you don't take things for granted that you are able to go out and come back in the evening home. Genauso jemanden, den du lieb hast, der gar nicht krank war, vielleicht auch noch nicht so alt wie ich, und plötzlich stirbt diese Person. And for example, you can be with somebody who just died of a sudden. Das kann dir den ganzen Tag lähmen, dass du zu gar nichts mehr fähig bist. And this can break you down, that you will not be able to do anything the whole day. Deswegen sagt Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. And it says that, Lord, let us to think, to remember that we are going to die, that we must die, so we should be wise. Mit unseren Psalm Worten, 90. mit unseren Worten gesagt heißt das, führ uns zu der Einsicht, wie kostbar und einmalig mein oder unser Leben ist. And in other words, it says that, bring us to the knowledge how important our life is. Gott, zeige mir, dass mein Leben nicht selbstverständlich ist. Show me, Lord, that I should not take my life for granted. Gott, hilf mir, die Zeit richtig zu nutzen. And God, help me to use the time. Wisse, dein und mein Leben steht in Gottes Hand. To know that my life is in your hand. Selbst wenn du oberflächlich nur denkst. And even when you are just thinking it superficial. Du wirst es gar nicht wissen, dass das Leben ein Geschenk ist. You will not understand that life is a gift. Du lebst lieber gedankenlos so in den Tag hinein. You just living your life without thoughts in the days.
Manche verschlafen auch den ganzen Tag. and some are just sleeping the whole day. Aber dazu hat uns Gott die Zeit nicht gegeben. But God did not give us the time for that. Natürlich hat er auch uns Stunden gegeben, wo wir schlafen sollen. And God has given us time to sleep naturally. Aber eigentlich soll alles eine richtige Ordnung haben. But everything should have is order. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Because God is a God of order. Deswegen That's why. sollen wir erkennen, wir haben nicht alles selbst im Griff, So we have to recognize that we don't have everything in control. sondern vergiss es nie, dass dein Leben jeder Tag ein Geschenk ist. Forget not that your life is every day a gift. Diese ganze Zeit, die uns gegeben wird, This whole day, Da hast this du- whole time that has been given to die us, hast du dir nicht selbst gegeben, you have not given it to yourself. sondern es ist dir gegeben worden. It has been given to you. Deswegen seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. That is why see that you walk as wise people and not as fools. Und so komme ich schon zum 4. Punkt. So we come to the 4th point. Eigentlich sagt man ja immer, eine Predigt hat 3 Punkte. We always say, it is always said that a sermon has 3 points, Aber das ist nicht niedergeschrieben, dass es so sein muss. but it's not written that it should be like that. Und deswegen haben wir jetzt den 4. Punkt. So that's why we have a 4th point. Und der heißt, wie aber nutzen wir die Zeit? How do we use the time? Wer so in den Tag hineinlebt, für den stellt sich diese Frage überhaupt nicht. And for he that is just living his life only for a day, this question is not for you. Aber unser Alltag ist ausgefüllt mit so vielen Dingen und Herausforderungen. Our everyday life is filled with so much things and small things. Das fängt ja schon an mit dem Aufstehen, Anziehen, Essen, Trinken, It rechtzeitig losgehen und so weiter und It so starts fort. with the getting up, eating and drinking and going. Aber das ist auch nicht alles, But that is not everything. sondern wir können problemlos unser Leben, unseren Tag ausfüllen. We can every day we can plan our life every day. Und wenn wir das machen, dann leben wir weise. And when we live like this, then we are living wisely. Lass dich nicht von den Aufgaben oder von deinem Kalender treiben. And don't allow your assignment or your calendar to take you away. Und lerne zu unterscheiden zwischen wesentlichen und unwesentlichen Dingen. And try to make a difference between things that are really important and not important. Lerne deinem Leben eine Richtung zu geben. And learn to give your life a direction. Weise die Zeit auszukaufen. And redeem the time. Nimm dir Zeit für die schönen Dinge auch. Take time for the good things. Nimm aber die Zeit für die schönen Dinge auch zu der richtigen Zeit. Take your time for the right things at the right time. Ich habe heute früh gesagt, ich kenne Leute, die gehen gerne in die Natur raus und genießen das, die Blumen im Frühjahr, die Vögel zwitschern. Ich freue mich, wenn ich hier sogar in der Stadt ein Eichhörnchen plötzlich sehe. I just said this morning that there are people that I know in our church who go out in the green forest or in the green garden to see the nature and its greatness. And sometimes even in the city you can just see a squirrel on a tree and you are just happy that you saw a squirrel because you paid attention. Also dieser Satz, ich habe keine Zeit, ist falsch. Wir müssen nur richtig alles einordnen. I'm not saying that these times are wrong, but I'm just saying we have to put things in order. Kaufe die Zeit richtig aus, bedeutet auch, nimm dir Zeit für das Miteinander. Redeem the time also means that you take time for one another. Was am Ende uns Menschen bleibt, das sind die materiellen Dinge. And what at the end for us as human beings stays is the material things. Vielmehr, das sind sie nicht. But Das bleibt nicht. that are not going to stay. Also die materiellen Dinge bleiben nicht am Ende übrig. The material things are not going to stay forever.
sondern was übrig bleibt, sind die Spuren der Liebe, But, die wir einem anderen Menschen getan haben. but what is going to stay is the signs of love that we left for other people. Deswegen ist es schön, wenn wir auch manchmal Zeit fürs Gespräch nehmen. And that's why it is good when we take time to discuss, to converse. Oder Eltern, dass sie ihren kleinen Kindern Radfahren beibringen Or parents oder that schwimmen. are teaching their children how to swim or to learn how to ride a bike. Und man nimmt sie an die Hand und man staunt dann, wie schnell sie lernen. And you get them on your hand and you see how fast they are, how they can learn. Das stimmt, ne? Viel zu schnell geht das manchmal. And it goes Die very Kleinen. fast. Die weise Zeit ausnutzen heißt auch, wir halten die guten Gedanken fest. And to redeem the time also means that we are keeping the good thoughts. Wir müssen uns nicht mit allen Dingen beschäftigen. We must not preoccupy ourselves with everything, Insbesondere nicht mit negativen oder Dingen, die uns belasten. especially the negative things or the things that are overcrowding our thoughts. Natürlich kommen die auch. But those things are coming. Aber dann gib sie ab an Gott. But give these things to God. Und dann bist du wieder frei. And then you are free. Nimm die positiven Impulse einfach wahr. Just take the positive impulse serious. Und natürlich, was ganz wichtig ist, um Zeit auszukaufen und weise zu sein, komme regelmäßig zum And Gottesdienst. to redeem the time, you also have to come to church regularly. Warum? Weil du da gute Gedanken bekommst. Why? Because you are going to have good thoughts. Weil du etwas für deinen Alltag, für dein Leben mitnimmst. Because you are going to take the good things for your mind as you are going out. Weil plötzlich der Gedanke kommt, ach ja Mensch, da habe ich gar nicht dran gedacht. And because immediately something can just come in your mind and you say, oh, I never thought about this. Und so kannst du manches dann ändern in deinem Leben. And so you will be able to change certain things in your life. Weise die Zeit auskaufen bedeutet auch, wir kommen innerlich zur Ruhe. Redeeming the time also means that you are coming to an inner peace and tranquility. Ist das nicht so, dass wir jeden Tag mit so vielen Sachen bombardiert werden? Is it not so that we are every day preoccupied and being bombarded with things in our mind? Und die Aufmerksamkeit wird zerstreut. And the attention is being destroyed. Das Leben wird hektisch und nervös. And our life will be so busy and nervous. Und da versuchen wir entgegenzugehen. And we try to create an impact about it, to be against it. Wir suchen uns dann Momente der Stille. And we are looking moments of silence. Und dann besinnen wir uns auch auf den Sinn des Lebens. And then we try to look at the meaning of life. Das ist meistens nicht der Fall, wenn wir so hintereinander wegarbeiten. And that's not always the time when we are trying to move on behind other things. Sondern das geschieht, wenn irgendwas in unser Leben kommt, wo wir eine Pause machen müssen. And it's going to happen when we have a time in our life where we are going to make a break. Und dann kommen wir zum Nachdenken. And then we are going to have a thought. Und dann denke ich, Mensch, was habe ich nur mit meinen Jahren gemacht? And then we are coming to the thought and we are saying, oh, what did I do with my years? Kennt ihr das nicht? Dass man sagt, so alt wie ich jetzt bin so alt, mein Wissen heute, wenn ich das damals schon gehabt hätte, was wäre da alles anders gelaufen? And we are saying, for example, don't you know that you are saying, oh, the knowledge that I have today, if it was like that some years back, things would be different. Aber wir können das nicht mehr ändern. Es ist vorbei. We cannot change it. Es It's ist gone. einfach weg. It is gone. Deswegen, weise die Zeit auskaufen heißt auch Zeit nehmen für aufbauende Dinge. That means redeeming the time also means that being using the time to build up yourself. Zum Beispiel Zeit nehmen fürs Gebet For example, taking time for prayer oder ein paar Lieder auswendig lernen. or to learn some songs, to meditate some songs. Wir müssen das natürlich wollen. Von alleine geht das nicht. We must be ready for it. It Das heißt, wir does müssen not uns come immer alone. wieder entscheiden. We must decide. Entscheiden, diese Zeit dafür zu nehmen. Deciding to use this time.
Zeit ist ein Geheimnis und wenn wir es verschenken, dann gewinnen wir sie. Time is a secret. And when we give this time, then we win it. Und wenn ich mein Zeitmanagement mit den Augen Gottes sehe und der Liebe Gottes And when I see time management in the eyes of God, and a heart und mit einem Herzen, das auf Gott hört, and a heart that hears from God, dann entsteht plötzlich Qualitätszeit. then there is a time that is going to be a quality time. Sogar Zeit, die sich wunderbar vermehrt. So at a time where it is going to be more. Also Zeit haben ist nicht eine Frage meiner Uhr oder meines Telefons oder meines Kalenders. Time to get time is not a matter of my watch or my calendar, Sondern es ist eine Frage der Liebe. but it's about the question of love. Und da haben wir uns alle zu entscheiden, Tag für Tag. And we have it to decide day after day. Und wenn du jetzt gesehen hast, Mensch, ich habe so viel Zeit verpulvert für unsinnige Sachen, für eigentlich Wertloses, für nichts, hat mir nichts gebracht. And you see, if you are going to ask yourself that the time that you have spent many years, it did not bring you anything. Dann kannst du es sofort ändern mit der Hilfe Gottes. And you can end it with the help of God. Es muss nicht so weitergehen. It must not continue to go like this. Deswegen 86.400 Sekunden werden uns täglich geschenkt. And that is why 86,400 seconds are being given to us every day free. Es liegt an uns, wie weise wir sie nutzen. It depends on us how wise we are going to use it. Deswegen sagte unser Wort, Bibelwort, seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus. And that's why the Bible tells us that we should use our time wisely, not as fools, but redeeming the time. Und das wünsche ich uns allen. And that is what I wish each and every one of us. Damit jeder Tag wirklich einen Sinn hat. And that so every day is going to have a reason. Und wenn wir eines Tages, da müssen wir Rechenschaft abgeben, vor Gott Rechenschaft abgeben müssen, dann wäre es gut, wenn er sagt, das hast du gut gemacht. And because one day God is going to ask us what we did with our time. Als wenn er sagen würde, na, nur verschlafen, Or he's going to say, oh, he was just sleeping. nur Mist gemacht mit deiner Zeit, Unsinn. Or just doing things that bring no sense. Ach schön, du hast dich eingesetzt. Oh, how great you use your time. Du hast mitgearbeitet, mitgeholfen in der Gemeinde. You help. Dein Stuhl war von dir immer besetzt, sodass andere sagen, du bist da und dadurch motiviert wurden, auch zu kommen. And you were there and you were a motivator. Das ist Zeit richtig ausnutzen. That is the time that has been used properly. Dann ist das Leben weise und klug gelebt worden. Then you use your time wisely. Das wünsche ich uns. And that is what I wish us. Amen. Amen.